Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und ich heiße euch herzlich willkommen in der Ideenbox. Wir bauen heute gemeinsam eine fliegende Insel. Und wir fangen deswegen mitten im Meer an, weil wir unsere fliegende Insel oberhalb des Ozeans bauen. Als allererstes bauen wir die Höhe und die Länge und genauso die Breite, dass wir ungefähr wissen, welche Größe wir für unsere Insel annehmen wollen. Dann machen wir im nächsten Schritt die Oberfläche und dafür fangen wir einfach mit Gras an, bauen uns einmal außen rum. Und ihr werdet gleich sehen, dass es schön ist, wenn man das nicht alles in einer flachen Ebene macht, sondern wenn man, sage ich mal, zwei verschiedene Höhen macht. Hier habe ich mich dazu entschieden, zwei verschiedene Höhen zu machen und bin noch ein bisschen tiefer gegangen, damit ich einfach etwas Varianz in der Höhe habe. Dann kommt die etwas zähe Aufgabe, das hier alles auffüllen. Und ihr werdet gleich sehen, es war mir ein bisschen zu doof, ab einem gewissen Zeitpunkt habe ich ein bisschen gecheatet. Im nächsten Schritt begeben wir uns unten an den Berg und werden nun von oben, also ich arbeite mich von oben nach unten, man kann sich aber gerade, wenn man den Stein im Survival baut, von unten nach oben arbeiten, so wie hier. Das ist dann etwas leichter und kann man auch von innen dann machen, das heißt man muss außen nicht irgendwie irgendwelche Gerüste oder ähnliches hinbauen. Dann habe ich mich dran gemacht, ein Haus zu bauen und jetzt seht ihr mal wirklich, wie es ausschaut, wenn ich ohne Plan ein Haus baue. Ich habe einfach mal drauf losgebaut, habe während dem Bauen mir gedacht, okay, ich möchte es so ein bisschen in dem Stil von meinem Dorfhaus machen, mit den zwei verschiedenen Ebenen. Hier beim Turm ist es recht glatt, bei dem Haus ist es nach hinten versetzt. Auch das Dach ist relativ ähnlich gehalten, mit diesen zwei verschiedenen Farben von Fichtenholz und Eichenholz. Ja, dann habe ich auch das Dach wieder gefüllt und während dem ganzen Bauen ist mir dann schon auch aufgefallen, dass mir eigentlich der Turm nicht gefällt, weil der ist irgendwie unproportional, deswegen habe ich den auch im nächsten Schritt wieder weggehauen. Noch einen kleinen Kamin, ganz basic, und dann würde ich sagen, schmeißen wir den Turm mal weg und bauen stattdessen einen kleinen Anbau hin. Den Anbau finde ich stattdessen wieder sehr gut gelungen. Das Einzige, was wir noch ändern bei dem Anbau, sind die dicken Pfosten unten. Dafür werden wir Bruchsteinmauern verwenden, weil es dann tatsächlich schöner ausschaut. Noch das Dach hier an der Ecke gefixt und schon ein kleines Dach auf den Anbau, und jetzt seht ihr, wie ich unten die Säulen bzw. die Stützen austausche, und dann ist das Haus auch weitestgehend fertig, natürlich nur noch die Knöpfe wie immer. Dann geht es an die Außenarbeiten, das ist eigentlich mit das Wichtigste, weil das macht den Flair der fliegenden Insel aus. Ich habe mir hier einen kleinen Fluss mit einem Mini-Teich eingebildet. Es schaut immer schön aus, wenn Wasser von der Insel runterläuft. Ein kleines Gehege, setze ich später Schafe rein, Blumen. Und dann geht es so richtig los mit Grünzeug und Begrünung. Ein kleines Feld angelegt, Zuckerrohr, Seerosen, Knöpfe als Steine, einen kleinen Weg mit einer Blume. Kommt gleich die Blume, genau. Und dann habe ich auch Knochenmehl mal wieder. Ein bisschen verrückt, mit Knochenmehl werden ist nie verkehrt. Und dann den Anbau. Im Anbau habe ich mir vorgestellt, dass man ein bisschen Gerümpel lagern kann. Deswegen erstmal der Steinboden und im nächsten Schritt dann die Beleuchtung und das Gerümpel. Wenn ihr jetzt im Hintergrund seht, bin ich gerade vorbeigelaufen, habe ich diese zwei Blumen. Die zwei Blumen dort hinten habe ich auf grobe Erde gestellt, dass auch wirklich Erde bleibt. Und das ist schon die fertige Insel. Ich hoffe, sie gefällt euch. Wenn es euch gefällt, dann vergesst nicht, das Video zu liken, Daumen hoch zu geben. Am besten teilt ihr es auch mit euren Freunden. Genau, und wichtig, kommentiert. Lasst mich wissen, wie ihr es findet. Lasst mich wissen, was für Ideen ihr noch habt. Teilt eure eigenen Bauwerke mit mir. Damit würde ich sagen, macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat euch!